Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir eine köstliche Pizza mit so gut wie 0 Gramm Kohlenhydraten her. Und da wir sie im Airfryer herstellen, kann man sie in einer halben Stunde konsumieren. Das geht also richtig schnell, während dies ein sehr einfaches Rezept ist mit wenigen Zutaten. Denn für den Pizzaboden allein benötigen wir nur 2 Zutaten, wenn man von den Gewürzen absieht. Und wie man die Pizza dann belegt, das ist jedem selbst überlassen. Für den Pizzaboden verwenden wir hier also 100 bis 150 Gramm von diesem Bio-Gouda-Käse geraspelt und 2 Bio-Eier. Das waren theoretisch schon alle Zutaten, aber jetzt könnte man natürlich noch variieren mit verschiedenen Gewürzen. Und so habe ich hier jetzt mein Rosmarinsalz, Muskatnuss, Oregano und Knoblauchpulver verwendet. Mein Video dazu, wie man das Rosmarinsalz selber herstellen kann, das verlinke ich euch gerne hier oben. Jetzt werden die wenigen Zutaten einfach kurz mit dem Schneebesen gut durchgerührt und dann kommen sie auch schon auf das kleine, mit Backpapier ausgelegte Backblech von meinem Airfryer. Und diese Masse wird dann möglichst zu einer runden Form ausgestrichen. Zwar hat sich dann diese runde Form im Airfryer etwas verformt und wurde fast viereckig, aber dem Geschmack hat es natürlich keinen Abbruch getan. Im Airfryer geht es auch nicht so perfekt wie in einem großen Ofen, aber dafür geht es eben sehr viel schneller, man spart eine Menge Strom, man kann die Portion auch klein halten, sodass man eben nur für sich selbst, also für eine Person, sein Mittagessen in einer halben Stunde fertig hat. Natürlich könnte man das Ganze auch im Ofen backen, und zwar mit der doppelten Portion, und hätte dann eine viel schönere, größere Pizza, die man dann auch wirklich rund gestalten könnte. Da mein Airfryer irgendwie immer nur von oben backt, habe ich jetzt den Boden umgedreht und auf die untere Seite, die noch nicht so knusprig gebacken ist, kommt jetzt die Tomatensauce und alle anderen Zutaten, und dann wird die eben von oben nochmal gebacken, wodurch die dann von beiden Seiten richtig schön knusprig werden wird. Das Rezept zu meiner selbstgemachten Tomatensauce kann ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Darauf kommt dann eben eine Lage nochmal geraspelter Bio-Käse und dann einige längs geschnittene Sucuk-Scheiben. Man könnte auch anderes gebratenes Fleisch verwenden und noch einige Zwiebelringe. Und diese werden dann wieder mit geraspeltem Bio-Käse bestreut. Da sowohl der Pizzaboden als auch die Tomatensauce schon gewürzt ist, brauchen wir keine weiteren Gewürze hinzugeben. Und jetzt kommt die fertig belegte Pizza nochmal in den Airfryer und wird dort noch die restlichen 15 Minuten lang gebacken. Insgesamt dauert es also nicht mehr als eine halbe Stunde, bis diese köstliche Pizza fertig ist. Und schon ist unser Mittagessen fertig, eine herrliche Pizza, die sich im Geschmack und von der Konsistenz her nicht von einer herkömmlichen, ungesunden Pizza unterscheidet. Und das Tolle ist, dass diese köstliche Pizza ohne Kohlenhydrate auskommt, sehr gesund also für uns ist, den Blutzuckerspiegel vollkommen in Ruhe lässt, sodass wir hinterher kein Mittagstief bekommen, auch keinen Hunger, weil wir eben keine Kohlenhydrate haben und die enthaltenen Proteine und hochwertigen Fette uns nachhaltig sättigen, sodass wir theoretisch danach auch gar nichts mehr essen brauchen. Denn solch eine protein- und fettreiche Mahlzeit befriedigt den Appetit. Da tierische Proteine sehr viel besser vom Körper verwertet werden können und um einiges bioverfügbarer als pflanzliche Proteine sind, versorgen sie uns mit allen essentiellen Aminosäuren, den Bausteinen des Lebens, insbesondere aus Eiern. Im Darm wird diese Pizza fast vollständig verdaut, da sie abgesehen von den Zwiebeln keine Ballaststoffe hat und auch keine Antinährstoffe, die den Darm reizen, und da die Kohlenhydrate fehlen, die die Hauptursache der heutigen Zivilisationskrankheiten sind, können wir uns solch eine gesunde und nährstoffreiche Pizza jederzeit und ohne schlechtes Gewissen zubereiten. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.